das trockene Buschland. Hier zählt nicht Feuchtigkeit, sondern Durchlässigkeit. Mineralisches Substrat aus, wie immer. Granulat, das leicht verdichtet wurde. Ich drücke es nochmal vorsichtig an und verteile es leicht. Jetzt werde ich einen Schutz auf das Granulat legen, damit der feine rote Wüstensand nicht zum Boden rieselt. Hier und da setze ich ein ausgetrocknetes Gras, einen Stamm oder einen Fels. Diese Objekte passen perfekt in unser Biom. Einzug hält die Wüstennassel Hemilepistus reaumuri aus den Halbwüsten Nordafrikas, lebt in Familienbauen und zeigt ein für Asseln seltenes monogames Sozialverhalten. Dafür arbeite ich mit trockenem Substrat, Steinen, wenig Feuchtigkeit und klaren Temperaturunterschieden. Alles, was ihr hier seht, hat einen Zweck und ist auf ein echtes Wüstenklima ausgelegt. Ich zeige euch Schritt für Schritt den Aufbau, erkläre kurz, warum ich was verwende und teste am Ende, ob dieses Mini-Biom stabil funktioniert. Wenn euch die Weltbiom-Challenge gefällt, lasst gerne ein Abo da und schreibt in die Kommentare, welches Biom als nächstes kommen soll. Jetzt starten wir mit dem Bau von meinem eigenen kleinen Wüstenbiom. Den Boden verteile ich gleichmäßig und forme leichte Höhenunterschiede, damit es natürlicher aussieht. Jetzt kommen die Pflanzen. Ich setze sie locker ein und lasse genug Abstand, damit sie genug Platz haben. Danach drücke ich den Boden leicht an, damit alles stabil sitzt und nichts verrutscht. Als nächstes werde ich das Terrarium mit Steinen verschönern, aber der Stein ist viel zu groß. Doch dieses Problem war schnell behoben. Als nächstes setze ich die Steine ein. Die geben dem Ganzen Struktur und sorgen dafür, dass das Biom nicht flach wirkt. Ich verschiebe die Steine ein bisschen, bis alles stimmig aussieht und nichts zu künstlich wirkt. Jetzt kommt der weiße Wüstensand obendrauf. Den verteile ich vorsichtig zwischen den Steinen und rund um die Pflanzen, damit alles sauber aussieht und nichts beschädigt wird. Der Sand sorgt nicht nur für die typische Wüstenoptik, sondern reflektiert auch Licht und hält die Oberfläche trocken. Ich arbeite hier schichtweise und achte darauf, dass die Pflanzen nicht zu tief eingegraben werden. Zum Schluss glätte ich die Oberfläche leicht, lasse aber kleine Unebenheiten drin, damit es natürlicher wirkt. Dann haben wir soweit die Szenerie erstmal geschaffen. Jetzt überprüfe ich, ob es gut aussieht. Auch wenn ich nachher noch Änderungen machen könnte, finde ich es aber schon sehr schön. Was sagst du dazu? Schreibe mir deine Meinung in die Kommentare. Jetzt kommt das Tier in das Terrarium. Es handelt sich um eine kleine Spinne, die gut mit trockenen Bedingungen klarkommt. Ich setze sie vorsichtig ein und gebe ihr genug Rückzugsorte zwischen Steinen und im Sand. Wichtig ist hier, dass das Klima trocken bleibt und sie sich selbst einen passenden Platz suchen kann. Jetzt wird erstmal nicht eingegriffen, sondern beobachtet, wie sie sich im Wüstenbiom verhält und ob sie alles gut annimmt. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal wirken. Die Spinne erkundet langsam das Terrarium und sucht sich ihren eigenen Platz. Genau das ist auch der Punkt. Nicht eingreifen, nicht stressen, einfach beobachten. Solche Momente zeigen eigentlich am besten, ob der Aufbau funktioniert oder ob noch irgendwas fehlt. Gerade in einem Wüstenbiom ist Ruhe extrem wichtig. Zu viel Bewegung, zu viel Feuchtigkeit oder ständige Veränderung würden mehr schaden als helfen. Deshalb bleibt jetzt erstmal alles so, wie es ist. Ich lasse die Spinne ankommen und schaue einfach, wie sie sich verhält und welche Bereiche sie bevorzugt. Genau dafür ist diese Challenge da. Beobachten, lernen und das Biom Schritt für Schritt optimieren. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Das Wüstenbiom steht, die Spinne ist eingesetzt. Und jetzt beginnt die eigentliche Phase. Beobachten. In den nächsten Tagen wird sich zeigen, wie stabil das Klima bleibt und wie sich das Tier im Terrarium verhält. Wenn euch die Weltbiom-Challenge gefällt, lasst gerne ein Abo da und schreibt in die Kommentare, welches Biom als nächstes kommen soll. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.